the tribunal hopes that you're not going over ground which has already been gone over. Most certainly not, sir. You speak English pretty well, Ribbentrop. Ich habe früher gut gesprochen, spreche jetzt wohl auch noch leidlich, ja. Almost as well as you speak German? Das wohl nicht, nein. Aber ich habe es früher so ähnlich wie Deutsch gesprochen. Aber natürlich habe ich viel vergessen im Laufe der Jahre. Und jetzt ist es mir eher schwieriger gewesen. Do you know what is meant by a yes man in English? Ja-Sager an sich schon. Ein Mann, der zu Dingen Ja sagt, die er schwer zu definieren, jedenfalls. Ich weiß nicht, was man im Englischen darunter versteht. Im Deutschen würde ich sagen, es ist ein Mann, der Befehle gehorcht und gehorsam ist und treu ist. And as a matter of fact, you were a yes man for Hitler, isn't that correct? Ich war Hitler immer treu, habe seine Befehle durchgeführt, war oft mit ihm anderer Auffassung, habe sehr ernste Divergenzen mit ihm gehabt, verschiedentlich meinen Abschied eingereicht, aber wenn Hitler befohlen hatte, habe ich seine Befehle immer entsprechend unserem Führerstaate durchgeführt. Now, you were interrogated frequently by me, were you not? Before this trial? Ich glaube 1 oder 2 Mal, ja. Now, I'm going to read you certain questions and answers which were given in the course of these interrogations, and simply ask you to tell the tribunal whether or not you made the answers that I read to you. That question can be answered yes or no. Do you understand? Ja. I have been a loyal man to the Führer to his last days. I have never gone back on him. I have been a loyal man to his last days, last hours, and I did not always agree with everything. On the contrary, I sometimes had very divergent views. But I promised to him in 1941 that I would keep faith in him. I gave him my word of honor that I would not get him into any difficulties. Was that correct? Das stimmt, nach meiner Erinnerung stimmt das so. Ich habe zwar das Dokument nicht gesehen, ich habe auch nichts unterschrieben, aber nach meiner Erinnerung ist das richtig, das habe ich gesagt. Well, what did you mean by saying that you would not get him into any difficulties? Ich sah in Adolf Hitler das Symbol Deutschlands und den einzigen Mann, der diesen Krieg für Deutschland gewinnen konnte. Und daher wollte ich ihm keine Schwierigkeiten machen und bin daher treu bis zuletzt auch bei ihm geblieben. Well, what you really meant was that you were never going to cross him, and you promised him that in 41. Isn't that true? Ich würde ihm keine Schwierigkeiten machen, ja, das habe ich gesagt. Er fand mich manchmal einen etwas schwierigen Untergebenen und das habe ich damals ihm gesagt, dass ich ihm keine Schwierigkeiten machen würde. In 41, you told him that no matter whether you differed with his opinion in the future,
you would never press the point. Isn't that true? Yes or no? Nein, so nicht genau, sondern... Well, approximately that. Is that right? Nein, so kann man es nicht sagen. Ich habe nur damit gemeint, wenn ich es erklären darf, dass ich nicht ihm Schwierigkeiten machen würde, wenn wirklich eine ernste Divergenz auftauchten, sondern dass ich dann meine Meinung zurückstellen würde. Das war der Gedanke dabei. Well, you gave him your word of honor to that effect. Isn't that true? Jawohl, das ist richtig, ja. And at that time, you had talked about resigning. Isn't that correct? Ja, das ist auch richtig, ja. And that made the Führer lose his temper and become ill, correct? Ja, krank ist nicht der richtige Ausdruck, aber er hat sich damals sehr erregt. Ich möchte nicht gern darüber sprechen im Einzelnen. Well, he said it was injuring his health. Isn't that correct? And told you to stop arguing with him about any of these questions and do what he told you to do. Right? Ich möchte über die internen Gründe da nichts Näheres sagen, sondern ich glaube auch nicht, dass das Dinge sind, die irgendwie hier interessieren könnten. Das persönliche Verhältnis zwischen dem Führer und mir. Well, I'm not interested in that. I'm interested only in ascertaining if it is not a fact and if you did not swear under oath that on that occasion you swore to Hitler that you would never express or press any divergent views to anything which he desired. Is that not correct? Nein, das ist absolut nicht richtig. Das ist eine falsche Interpretation. Sondern ich habe dem Führer gesagt, dass ich ihm keine Schwierigkeiten machen würde. Ich habe nach 1941 noch manche Divergenz mit ihm gehabt und habe meine Meinung auch dann immer offen zum Ausdruck gebracht. Well, Ribbentrop, whatever divergent views you had, you were never able to put any of them into effect after 1941, were you? Das habe ich, die Frage Yes or no? Die Frage habe ich nicht verstanden. Ich bitte nochmal die Frage. I say no matter how divergent your views were, or what views you expressed to the Führer on any of these questions after 1941, your suggestions, being contrary to the Führer's, were never put into effect. Isn't that correct? You always eventually did what the Führer told you to do and what he wished, regardless of your own views. Das sind zwei Fragen, die Sie stellen. Zur ersten Frage muss ich sagen, dass es nicht richtig ist, dass Hitler niemals mehr irgendwelche Vorschläge von mir akzeptiert hätte. Das stimmt nicht. Im Übrigen aber stimmt, die Frage 2 kann ich so beantworten, dass wenn Adolf Hitler eine Auffassung mir gegenüber kundgetan hatte und einen Befehl erteilt hatte, ich diesen Befehl durchgeführt habe, wie das bei uns selbstverständlich war. In other words, eventually you always said yes. Isn't that correct? Ich habe seine Befehle durchgeführt, ja. Now I'm going to read you some more of your testimony. He, referring to the Führer, considered me his most close collaborator. A very serious conversation we had then. When I wanted to go away, I promised this to him, and I have kept it to the last moment. It was sometimes very difficult, I can assure you, to keep this promise, and today I am sorry that I have given it. Perhaps it would have been better had I not given it, because it put me in a position that I could, since that moment, in very serious and important moments of this war, not talk to Hitler in that way which I would have liked to have talked to him, and in which perhaps I could have talked to him since this conversation in 1941. I must explain all this to you if you don't know the background of these things.
You might think, perhaps, that as foreign minister during these last years, I would like to say more about this. Perhaps I might say one could give some more information about this. But I want to be and remain loyal to this man even after his death, as far as I can possibly do it. But I reserve myself, of course, the right for history also to show, in keeping my promise, to show also the role which I have played in this whole drama. Did you or did you not make those statements under oath to me? Yes or no? Auf diese, das sind wieder zwei Yes Fragen. or no, please. Das sind wiederum zwei Fragen. Auf die erste Frage, Ihnen gegenüber weiß ich nicht. Die zweite Frage unter Eid, wohl zweifellos nein. Ich bin nur ein- oder zweimal überhaupt vereidigt worden, aber das tut ja hier nichts zur Sache. Die Erklärung trifft im einzelnen Wortlaut nicht genau zu. Sie muss da etwas falsch übersetzt worden sein. Stimmen tut, dass ich gesagt habe, dass ich dem Führer treu war und dass ich ferner gesagt habe, dass ich mit ihm manche Divergenz hatte und nicht immer eine Auffassung war. Das ist die Quintessenz. Das ist richtig. I only asked you one question, and I ask you again to answer it yes or no. Did you or did you not make those statements in the exact language that I just read them to you? Well, I think, Colonel, he really did answer that because he said it is not verbatim. But it is verbatim. Well, that's a matter of opinion. He says it's not verbatim. Well, very good, Your Lordship. In any event, you concede that you stated the substance of what I just read to you. Correct? Wie ich es eben gesagt habe, ja. And as a matter of fact, Ribbentrop, you testified and gave this particular testimony in English, did you not? Ich habe oft Englisch gesprochen hier bei den Aussagen, das ist richtig. Aber ob das nun genau diese Aussage in Englisch gemacht worden ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich sage ja, diese Aussage ist so in den beiden Punkten, so war sie zu verstehen. And when you gave your testimony in English, that was at your own request, was it not? Nein, das ist nicht richtig. At whose request? Das weiß ich nicht. Das ist, hat sich, glaube ich, so von selbst ergeben. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe meistens, glaube ich, Englisch gesprochen, einige Male wohl auch Deutsch, meistens wohl Englisch. Now I'm going to read you a little more of your testimony and ask you the same question, which I hope you will answer yes or no, namely, did you give this testimony in the course of the interrogation? Question, do you feel that you have an obligation to the German people to historically set forth not only the good things, but the bad things for their education in the future? Answer, that is a terribly difficult question to answer. Question, does that counterbalance the loyalty you feel toward the Führer? Answer, I do not want to stand before the German people as being disloyal to the Führer. Did you make those statements? Das ist durchaus möglich. Ich entsinne mich jetzt nicht mehr genau, aber das ist durchaus möglich. Es ist so viel gesprochen worden im Laufe der letzten Monate und ich war auch gesundheitlich, wie Sie wissen, nicht sehr auf dem Posten, sodass ich mich an jedes einzelne Wort natürlich nicht mehr erinnern kann. All right. Now see if you recall having made these statements. I always told the Führer openly my view if he wanted to hear it. But before all decisions, I had kept myself entirely back. But if the Führer once had decided, I had, according to my attitude toward the Führer, blindly carried out his orders and acted in the sense of his decision. At a few decisive foreign political points, I have tried to give my opinion in a more impressive manner. This was in the Polish crisis and also in the Russian question, because I considered this absolutely important and necessary. But since 1941,
I have but very little weight, and it was difficult to bring my opinion through with the Führer. You recall having made those statements? Yes or no, please? Das ist ungefähr richtig, ja. Entsinne mich ungefähr. And here again. Colonel Amin, the tribunal has already heard a very long cross-examination of the defendant, and they think that this isn't adding very much to what they've already heard. The defendant has given very similar evidence already. Very good, sir. I'll pass to another subject. You have testified that there was a sharp line of demarcation between the political and the military situations, correct? Zwischen? Das habe ich nicht verstanden. You have testified that there was always a sharp line of demarcation between the political and the military elements. Ja. Der Führer hielt dies immer ziemlich stark getrennt. Das ist richtig. And that information belonging to the military was kept exclusively for the military and not made available to your office, for example. Is that correct? Ich habe von militärischen Dingen und Plänen wenig gehört. Ja, das ist richtig. And that the contrary was also true, that the information which you obtained was not made available to the military. Is that correct? Das kann ich nicht beurteilen, möchte es aber annehmen, weil ich ja nicht weiß, welche Informationen die Militärs vom Führer bekommen haben. Well, you told us that the Führer's entire plan was to keep those political and military channels separate, each from the other, correct? Hat sie im Allgemeinen stark getrennt gehalten, ja. Das habe ich schon ein paar Mal ausgesagt. Aus diesem Grunde habe ich auch von manchen Dokumenten militärischer Art erst hier Kenntnis erhalten. Das hing auch mit dem Geheimhaltungserlass des Führers zusammen, dass eine Stelle nur das wissen müsse, was unbedingt notwendig sei. Now, as a matter of fact, that wasn't true at all, was it, Ribbentrop? Ich habe Ihnen meine Antwort ja bereits gegeben. As a matter of fact, you had secret agents out who were working jointly in foreign countries for your office, for the Army, and for the Navy. Isn't that true? Nein, das stimmt nicht. You're quite sure of that? Ja, da bin ich sicher, ja. You're swearing, and you're swearing to that? Sie meinen Agenten, die was machten, die für... Were out obtaining information for your office, for the Army, and for the Navy at the same time, jointly. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Möglich wäre, dass irgendwo mal ein Mann für verschiedene Stellen gearbeitet hat, aber organisatorisch bestimmt nicht. Die Organisation, wir hatten einen ganz kleinen Informationsdienst draußen, der sehr klein war, und die Informationsdienste der anderen Stellen des Reiches, die arbeiteten im Allgemeinen, jedenfalls soweit ich darüber informiert war, völlig getrennt von unseren. Möglich wäre, dass da und dort mal dieser und jener für andere auch für verschiedene Stellen gearbeitet hat. Das wäre denkbar. So waren zum Beispiel manchmal in unsere Gesandtschaften dieser und jener Mann, wie das bei Engländern, Amerikanern, Russen und so weiter auch üblich ist, als Gehilfen von Konsuln oder so eingebaut, die Nachrichtendienst für irgendwelche Organisationen betrieben. So you want to change the answer that you made a moment ago. Is that right? Nein, ändern gar nicht. Organisatorisch, grundsätzlich war es so, dass wir
von mir aus niemals irgendwelche geheimen Agenten, die für verschiedene Stellen draußen arbeiten, eingesetzt worden sind. Denkbar ist aber, dass von der Stelle im Auswärtigen Amt, die diese Dinge behandelte, aber das war eine ziemlich unbedeutende Angelegenheit, ich sage heute leider, dass von dieser Stelle vielleicht auch mal andere Agenten, die für andere Stellen, die Abwehr oder SD und so weiter arbeiteten, mit verwandt worden sind. Das ist durchaus möglich. Wir haben sogar später, ich möchte noch Folgendes sagen, ich habe mit Himmler über Nachrichtendienst draußen starke Divergenzen gehabt. Und es ist dann durch die gute Tätigkeit des Angeklagten Kaltenbrunner damals möglich gewesen, zu einem Abkommen zu kommen, wonach gewisse Nachrichten uns auch zur Verfügung gestellt werden sollten. Dieses Abkommen ist aber nachher dann nicht mehr in Tätigkeit getreten. Ich glaube, es hat praktisch keine Wirkung mehr gehabt, weil es schon zu spät war. Das war 1944, glaube ich. All right, will you look at document number 3817 PS, please? Will you first tell the tribunal who Albrecht Haushofer was, please? Albrecht Haushofer war ein Mitarbeiter früher von mir und war ein Mann, der der sich mit Volkstumsfragen befasste. Ich darf vielleicht den Brief erst mal lesen. Ist das ein Brief von Haushofer? Er ist nicht unterschrieben. Yes, it is. Have you finished reading? Noch nicht, nein. Nein, noch nicht. Soll ich auch die anderen lesen oder nur den ersten Brief? Well, I'll get to the other letters in a moment. I'm trying to make this as short as we possibly can. Does that letter refresh your recollection that Haushofer was out in the Orient investigating various matters and making reports to you as early as 1937? Es ist mir im Augenblick entfallen, dass Haushofer in Tokio war, aber das ist denkbar. Das wäre möglich, ja. Well, the letter is addressed to you and that encloses the report, does it not? Ich dachte eben, ist das nicht ein Brief vom Grafen Dürkheim? Ist das nicht ein Missverständnis? No. Aber wenn Sie sagen, dass es Herr Albrecht Haushofer ist es denkbar, dass er in Tokio war. Das wäre möglich. Well, ich weiß es jetzt im Einzelnen nicht mehr genau. Ich habe damals einen Grafen Dürkheim nach Tokio geschickt. Aber möglich ist, dass auch Haushofer dort war. Ich habe es offen gestanden im Augenblick vergessen. Herr Präsident, ich sehe eben, dass der Brief kein Datum, kein volles Datum und keine Unterschrift trägt. Höre aber von Herrn Oberst Amen, dass er von 1937 sein soll. Im Jahre 1937 war von Ribbentrop noch nicht Außenminister. Er wurde erst am 4. Februar 38 Außenminister. It has the date on it of 3 October. Haushofer, Albrecht Haushofer. Also ich halte es durchaus wahrscheinlich und dass das ein Brief von Haushofer ist, durchaus möglich. Aber ich entsinne mich offen gestanden nicht mehr genau, dass er damals in Tokio war im Jahre 37.
Er war ein Mitarbeiter, der in früheren Jahren mit uns zusammenarbeitete, dann aber sich mehr mit den Volkstumsfragen befasste, sodass ich ihn in den letzten Jahren aus den Augen verloren habe. Well, now just pass along through this document. You find the next document is dated 15 April 37, requesting reimbursement and funds for this trip. Ja. And then passing to the next document, you will find a letter to the deputy of the Führer Hess saying, I am using the courier to send you also personally a short report which is going to Ribbentrop at the same time. It contains, as briefly as possible, a summary of what I could observe and hear over here in 4 weeks. You see that? Ja, ich sehe den Brief, ja. Then you will pass to the next letter dated 1 September 37, addressed to yourself, Ja. and closing a report covering the first 4 weeks. Ja, ich habe es vor mir. Now, we'll pass the report over just for the moment itself, and you will come to a letter dated 17 December 37. Dr. Amin, the tribunal thinks this is very far from the matters which they've really got to consider. Well, very good, sir. It seems to me that this indicates very clearly that copies of this same report, which is included here, were being sent simultaneously to the Army, to the Navy. There's one to Raider there, one to the Army, and to Ribbentrop. Well, it's true that the witness's first answer was that they didn't have joint agents, but he subsequently qualified that and said that they might sometimes have had joint agents. And all that you're proving by this is that they did have joint agents. That's right, sir. Well, if you think he has conceded that point, I'm satisfied. Ich bitte dazu. I should like to put this in as USA Exhibit 790. Ja, aber ich bitte sagen zu dürfen, es handelt sich hier gar nicht um einen Agenten. Es handelt sich hier gar nicht um einen Agenten. Herr Haushofer ist ein freier Mitarbeiter bei uns gewesen, der politisch interessiert war in Volkstumsfragen und Politik überhaupt. Wenn er damals in Tokio war, und das ist zweifellos so gewesen, es war mir im Augenblick entfallen, dann habe ich ihm gesagt, er solle mal mit verschiedenen Leuten dort sprechen und mir Berichte machen. Anscheinend hat er, was mir aber jetzt hier erst durch diese Briefe zur Kenntnis kommt, dann auch aus Geschäftigkeit oder ich weiß nicht aus welchen Gründen oder weil er die anderen Herren kannte, von sich aus diese Berichte auch anderen Herren zugänglich gemacht. Das war aber in keiner Weise etwa ein Agent, der nun von verschiedenen Stellen angesetzt war. Ich glaube, der Einzige, der ihn noch näher kannte, war Rudolf Hess. Ich glaube, sonst kannte ihn eigentlich, kaum jemand. Hess kannte ihn und ich. Ich glaube, das wäre nicht ganz das richtige Bild, was ich ergeben würde. Es war ein privater Reisender, der seine Eindrücke brachte. Now, I believe that you have told the tribunal that you were not very close to Himmler. Is that correct? Ich stand mit Himmler, das habe ich immer gesagt, in den ersten Jahren gut und in den letzten Jahren stand ich leider nicht gut. Ich habe selbstverständlich, nach außen hat sich das weniger bemerkbar gemacht, aber ich möchte darüber nicht im Einzelnen sprechen, darüber ist ja hier schon Verschiedenes gesagt worden. Es hat sich da eine sehr harte und ernste Divergenz ergeben, die aus vielen Dingen... Well, I don't care what the divergence were. In what years did you get along closely with him? Ich habe die Frage nicht verstanden. In what years were you close to him? Die erste Divergenz zwischen Himmler und mir kam, ich glaube, es war im Jahr 41
über Rumänien, über damals die Schwierigkeiten in Rumänien. Das wurde dann immer wieder überbrückt und selbstverständlich mussten wir nach außen zusammenarbeiten und wir haben uns auch manchmal ganz zu Geburtstagen und auch sonst Briefe geschrieben und so weiter, aber das Verhältnis war nachher später nicht mehr sehr gut. 1941 war der Bruch, vorher stand ich mit ihm gut und ich habe auch vorher den Gedanken, den Himmler, nämlich der Schaffung einer Führerschicht, dem er anstrebte, habe ich auch positiv gegenübergestanden. And you had at least 50 social appointments with Himmler in 1940 and 41? Wie viel? 50. 50, das ist wohl sicher nicht der Fall gewesen. Vielleicht 5 oder so, ich weiß es nicht. Aber seit 1941 jedenfalls wurden die Dinge schwieriger zwischen uns. Und später wurden sie nicht sehr gut. Ich glaube, darüber haben andere schon gesagt. Well, I don't want to take any more time except yes. Well, is that a matter which the tribunal has got to go into? Well, I expect, sir, that any person that has as many appointments as are indicated by these books certainly has discussed with the Himmler the matter of concentration camps and the entire matters which Himmler was exclusively handling. He has told the tribunal that he has never heard anything about concentration camps from Himmler. Ich wiederhole diese Erklärung hier nochmals, dass niemals Himmler mir über dieses Thema gesprochen hat. Und die 50 Zusammenkünfte, ich weiß es nicht, es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass wir uns irgendwie oft gesehen hätten, trotz allem. Aber an 50 Zusammenkünfte kann ich mich überhaupt nicht entsinnen. Vielleicht 5 oder 10, ich weiß es nicht. Das spielt ja auch, glaube ich, keine Rolle. Das ist ja nicht das Entscheidende. Selbstverständlich hatten wir auf sehr vielen gebeten, zusammenzuarbeiten. Und meistens waren es eine schwierige Zusammenarbeit. Well, there were many business appointments which you had with him also, were there not? Just take a look at this sheet of entries from Himmler's appointment book and tell me whether that conforms to your recollection. Colonel Amin, the tribunal doesn't want this matter gone into any further. Very good, sir. But these were business appointments as distinguished from social. No further questions.